Wenn ihr wissen wollt, welche Aussichten Hedera hat, dann bleibt dran. Hallo Leute, also heute mal ein Video über H-Bar, Hedera, und wir schauen uns mal an, inwieweit H-Bar bullish einzuschätzen ist oder nicht. Naja, ich finde H-Bar ein wenig zweideutig. Dazu gehen wir mal in die Charts und gucken uns das Ganze mal an. Wir sind in den Daily Charts, also im Tageschart, und wie ihr seht, habe ich zwei Zählungen vorgenommen. Bleiben wir mal bei der primären bullischen Zählung. Da sehen wir, dass wir eine übergeordnete 1-2 ausgebaut haben über die letzten Jahre hinweg, also sprich, wir haben das Peak der 1 wahrscheinlich am 14. März 21 gesehen und das Low der 2 am 4. Januar 23 und sind da seither in einer bullischen Bewegung in die 3, in die übergeordnete 3, die dann, wenn diese Zählung so aufgeht, wahrscheinlich eher Ende des Jahres 25 dann auch zu Ende geht. Dies sieht wie folgt aus. H-Bar hat nach dieser Zählung eine Leading Diagonal als Nummer 1 ausgebaut, Welle 1 ausgebaut, typisch nach einer Leading Diagonal eine ziemlich tiefe Welle 2 und nun ist H-Bar in der Welle 3 bzw. nach dieser Zählung die Welle 3 abgeschlossen und nun in einer A überschießenden B-C-Bewegung, vermutlich nun auch die Welle 4 abgeschlossen und würde somit in einer ziemlich extendierte fünfte und abschließende untergeordnete Welle der übergeordneten 3 gehen. Ja, also hier würden wir noch einmal, ich zeige euch das mal, dann nochmal eine 1, 2, 3, 4, 5 nach oben sehen, so in etwa. Und wie ihr seht, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Hier reden wir also von zum jetzigen Zeitpunkt 21 Cent bis hoch auf mindestens 75 Cent. Das ist eine Möglichkeit. Ja, also nochmal eine ausgedehnte fünfte Welle nach oben zur übergeordneten Welle 3. Und das wäre dann auch das Top dieses Bullenmarktes. Es gibt jedoch noch eine andere Zählung, denn dieser Chart, wie ihr seht, ist auch sehr lang gezogen, breit gezogen und dementsprechend sehe ich hier auch eine Möglichkeit einer eher bärischen Angelegenheit, die aber kurzfristig für uns trotzdem noch bullish ist. Denn wir könnten das Ganze hier von Beginn an nicht als eine Welle 1, sondern als eine Welle A ansehen in einer dreiteiligen übergeordneten A, B, C zur übergeordneten A. Dann haben wir mit H-Bar letztendlich nicht die Welle 2, sondern vielleicht die B abgeschlossen und bewegen uns nun in der Welle C nach oben. Ja, also letztendlich ändert das relativ wenig an dem jetzigen Bild für uns. Die Welle C ist auch eine fünfteilige Bewegung und auch hier wird H-Bar eine Leading Diagonal abgeschlossen haben, Welle 2, die Welle 3 und nun befinden wir uns letztendlich in der gleichen Zählung, nur dass die Welle C nicht so hoch gehen kann oder muss wie die Welle 3. Ja? Sprich, die Welle C bewegt sich normalerweise im Radius, im Rahmen von etwa der Fib Extension 1 von der Welle A bis 1,38, sprich also von der 100%, wenn man das in Prozentzahlen ausdrücken möchte, zwischen 100% und 138% der Fibonacci-Extension der Welle, der übergeordneten Welle A. Ja, das heißt, hier hätten wir einen nicht so hohen Peak, Bullenpeak wie in der Welle 3. Das würde, um ehrlich zu sein, auch dem jetzigen Chartbild entsprechen. Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich eher von dieser gelben Zählung aus. Die ist bei mir
als alternative Zählung eingetragen, jetzt weil ich normalerweise in den Altcoin und allgemein Kryptomarkt immer die bullische Variante erst einmal durchzähle und dann schaue, welche Möglichkeiten gibt es noch, und vor allen Dingen, wenn ich sehe, naja gut, die bullische Variante ist jetzt nicht ganz realistisch wegen der besagten Parameter, dann schaue ich mir noch einmal eine andere Variante an, und da ist mir durch die Zählung dann schon auch diese bärische Variante aufgefallen, und die ist zum jetzigen Zeitpunkt für mich eher wahrscheinlich. Das kann sich unter Umständen ändern, ja, das ist nun einmal so in der Elliott-Wellentheorie beziehungsweise allgemein in der Chartanalyse. Man muss immer vom Status quo ausgehen. Wenn wir jetzt nochmal eine ziemlich starke bullische Bewegung nach oben sehen und wir sehen, dass die Welle 1 untergeordnet, die sich hier dann bilden wird, eine ziemlich impulsive Geschichte, ziemlich hochgehend sich ausbildet, kann man das Ganze nochmal neu bewerten, und dann werden wir sehen, inwieweit dann doch vielleicht die erste Zählung eintrifft. Aber da würde ich dann vorschlagen, dass wir noch einmal ein Update-Video zu gegebener Zeit machen. Gut, das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte liked das Video, bitte abonniert meinen Kanal, und bis zum nächsten Mal noch einen schönen Sonntag.